Hallo Leute, heute mal ein kleiner Beitrag aus der Reihe Best Practice. Ich fahre hin und wieder mal mit der Bahn durchs Land. Ja, ich weiß, herzliches Beileid. Ich fahre aber allerdings auch gerne mal mit dem Auto durch die Gegend. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, wenn ich mit der Bahn unterwegs bin und mein iPhone zur Hand habe, es wäre ja eigentlich praktisch, wenn man all diese Sachen wie die Fahrkarte, die Reiseverbindung und so weiter schneller zur Hand hat. Die Bahn hat ja ihre App schon, man muss sagen, über die Jahre deutlich verbessert. Also wenn man die Anfänge des DB Navigator mal zurückdenkt, da gab es ja zum Beispiel keine vernünftigen Push-Benachrichtigungen. Da wurde einem gedankt, dass man mitgefahren ist, obwohl der Zug irgendwo hängen geblieben ist. Und jetzt hat man ja zumindest schon mal so Hinweise, auf welchem Gleis der Zug dann anzutreffen ist, welchem Abschnitt sich zum Beispiel auch der eigene Waggon verhält oder auch nicht, man weiß es nicht. Oder wenn man einen Sitzplatz reserviert hat, welchen Sitzplatz man reserviert hat. Aber gerade wenn man jetzt im Zug sitzt und vielleicht nicht den Komfort-Check-In benutzt, dann ist es halt dann immer ein bisschen blöd, wenn dann der Kontrolleur kommt und man muss dann ganz schnell erstmal die DB-App wieder aufrufen und wo war noch die Fahrkarte. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir gedacht, das wäre doch eigentlich ein wunderbarer Use Case für einen Fokus. Man kann ja im iPhone-Betriebssystem einen Fokus einstellen und dann kann man sich entsprechend einen speziellen Homescreen dann bereitstellen. Man kann, wenn man dann den Sperrbildschirm dann aufmacht, kann man sich entsprechende Screens machen. Also es gibt eine ganze Menge an Möglichkeiten und ich wollte euch einfach mal zeigen, was ich da so angestellt habe, als Inspiration. Und selbst wenn ihr nicht so gerne mit dem Zug fahrt, ist vielleicht dann die Möglichkeit, einen Fokus zu setzen, ja auch eine Option für euch. Ja, meine Damen und Herren, da ist der Bahn-Fokus-Mode, den ich mir eingerichtet habe. Einerseits erkennbar hier unten an der Aufschrift, die da eingeblendet wird, aber vor allem natürlich an dem markanten Hintergrundbild. Und bevor ihr fragt, das Hintergrundbild bekommt man von der Deutschen Bahn direkt. Die bieten sowas zum Download und dann sieht man halt auf einen Blick dann direkt, dass man seinen Fokus-Mode aktiviert hat. Was habe ich hier? Ich habe 3 Widgets eingerichtet. Das eine ist aus der DB Navigator App die Anzeige, wann die nächste Verbindung ist. Hier sehen wir das noch sehr unkonkret für morgen, aber das kann man sich dann konkreter anzeigen lassen. Bei welchem Gleis hält der nächste Zug und wie steht es dann? Wenn man hier dann drauf geht, dann landet man direkt in der Ansicht. Ich kann das jetzt hier mal zeigen. Ja, dann sehen wir halt jetzt hier die Verbindung, die jetzt dann noch bevorsteht und kann dann die weiteren Schritte sich anschauen. Man kann auch den Komfort-Check-In vornehmen und dann kann man sich ja die Fahrkartenkontrolle ersparen. Wir sehen hier auch die weiteren Tabs für Ticket und Bahncard, die noch eine Rolle spielen werden jetzt gleich bei den weiteren Widgets, aber die ich dann eben auch über dieses Widget ja schon erreichen kann. Dann mit einem Tab sind sie dann für mich erreichbar. Und nebenbei, oben neben der Uhrzeit, seht ihr auch, dass der Bahnfokus aktiviert ist. Wir gehen nochmal in den Sperrbildschirm. Was sind die weiteren? Das eine ist die Bahnbonuskarte. Falls das für euch von irgendeiner Bedeutung ist, dann könnt ihr die sehr schnell aufrufen und dann könnt ihr mal gucken, wie es um eure Bonuspunkte steht. Und das dritte tatsächlich ist dann halt das Ticket, dass man eben direkt zum Ticket kommt. Wenn der Kontrolleur bereits vor einem steht, muss man nicht lange in der DB Navigator App wühlen, sondern ist dann direkt bei seinem Ticket angelangt. Damit hört es allerdings nicht auf. Wenn ich jetzt hier mal aufsperre, dann habe ich mir auf Seite 2 noch ein Tableau eingerichtet mit einem Widget, wo ich jeweils sehen kann, wie steht es denn eigentlich um die nächsten Verbindungen. Denn, man soll es nicht glauben, bei der Bahn, manchmal verspäten sich ja Züge bzw. fallen aus. Ja, und hier sehen wir gerade auch so ein Paradebeispiel mit der roten Zeit. Und dann kann man halt nachschauen, wie schaut es denn bei den nächsten Verbindungen aus. Sollte ich vielleicht einen Zug früher nehmen oder ja, brauche ich gar nicht zum Bahnhof fahren und kann eine Stunde später losfahren. Mit diesem Widget, wo ich dann eine Verbindung hier hinterlegt habe, die ich häufig verwende, kann man sich das Ganze dann in verschiedenen Größen auf den Homescreen legen. Und mit dem Bahnfokus-Mode kann man dann eben auch sagen, man macht das Ganze auf Seite 2, sodass es jetzt nicht dann sehr weit entfernt ist, sondern eben dann ganz schnell aufgerufen werden kann. Ja, jetzt fragt euch wahrscheinlich, wie hat er das eingerichtet? Nun, da gehen wir hier einfach in die Einstellung. Bin jetzt hier schon in dem jeweiligen Untermenü, also wenn ich hier runter scrolle auf Fokus und dann seht ihr die verschiedenen Fokus-Modes, die eingestellt sind und hier sehen wir schon Bahnfahrt. Und da hätte ich ja noch viel mehr Möglichkeiten. Ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, ich möchte von bestimmten Personen oder Apps während der Fahrt nicht gestört werden, kann ich entsprechend stumm schalten. Hier habe ich die Möglichkeit, dann eben den Sperrbildschirm einzurichten. Da habe ich jetzt ganz einfach einen Sperrbildschirm eingerichtet mit den entsprechenden Widgets. Man kann ja auch jetzt neu in iOS 18 die Lockscreen-Buttons konfigurieren und den habe ich dann ausgewählt. Genauso
dann eben auch dann die Homescreens, die ich sehen möchte. Die kann man hier dann entsprechend auswählen, dass man da dran tippt. Und dann hat man natürlich auch eine andere Reihenfolge als sonst, wenn man das eben nicht macht. Ja, man könnte jetzt sogar noch ein Zifferblatt hier auswählen, das habe ich jetzt nicht getan, aber das kann man dann eben auch noch machen. Intelligente Aktivierung habe ich von abgesehen, weil mein Bahnfahrrhythmus jetzt nicht so regelmäßig ist, dass die KI das unbedingt durchschauen kann. Und mit den Fokusfiltern könnte man jetzt sich auch noch weitere Sachen vom Leibe halten gewissermaßen. Also alles relativ einfach gestrickt und ja, man kann hier übrigens auch noch dann oben, wenn man auf Bearbeiten geht, ein entsprechendes Bahn-Icon auswählen, sodass das da oben dann angezeigt wird. Das ist die ganze Magie des Fokus-Modes mit der Bahn. Kann man eben auch übertragen auf Autofahrt oder andere Dinge. Und der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Denkt mal drüber nach. Vielleicht habt ihr ja mal festgestellt, dass ihr regelmäßig irgendwie die gleichen Apps aufruft oder eben Apps schneller braucht. Und dann macht es manchmal Sinn, einen Fokus-Mode einzurichten. Ja, das war ja mein kleiner, aber feiner Bahnfokus. Vielleicht habt ihr ja auch noch bessere Ideen dafür. Vielleicht seid ihr auch Bahnfahrer und habt da euch auf dem iPhone etwas zurechtgebastelt. Oder ihr sagt, hey, auch fürs Auto gibt es auch eine ganz tolle Idee. Dann schreibt doch gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer über Inspiration. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne ein Like. Und ansonsten abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Dann verpasst ihr kein Video hier. Für heute 1-2 sage ich herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.